kannst du erkennen, wie du dein Handgelenk beim Kritzeln und Schreiben halten sollst. Wir begegnen einer Gans, aber die Gans sieht gar nicht glücklich aus. Sie lässt den Kopf weit nach unten hängen. Wenn du die Gans ganz vorsichtig am Nacken streichelst, richtet sie sich erfreut auf, ihr Hals wird immer länger und sie sieht aus wie ein stolzer Schwan. Du kannst diese Übung mit einem Partner zusammen machen. Zunächst biegst du dein Handgelenk so weit du kannst nach unten und bittest einen Partner, den Umriss nachzufahren. Hierbei entsteht der Umriss einer traurigen Gans und die kannst du dann noch anmalen und verzieren. So, jetzt bitten wir unseren Partner, dass er die Gans streichelt, bis das Handgelenk gerade wird. Nun wird der Umriss erneut nachgefahren. Und du siehst, aus der traurigen Gans wird eine fröhliche, glückliche Gans. So dass eine fröhliche, glückliche Gans entsteht, musst du beim Schreiben dein Handgelenk gerade halten. Damit du dich immer beim Schreiben erinnerst, kann dir deine Mama oder dein Partner ein Auge auf das Handgelenk malen, damit du dich immer erinnerst, dass die Gans glücklich sein soll. Dass du dran denkst, dass es eine glückliche Gans mit einem geraden Hals sein soll.